Wie haushalten Bäume mit Wasser? Und wie können wir unsere Wälder an den Klimawandel anpassen? Antworten darauf erforschen Jürgen Müller und sein Team. Sie messen den Wasserfluss in Waldbeständen, vom Kronendach der Bäume bis in den Waldboden. Wie viel Niederschlag bleibt in den Kronendächern der Bäume zurück? Das unterscheidet sich je nach Baumart. Hier sind es Kiefern, an denen die Wassermenge unter der Krone und am Waldboden erfasst wird. Die Ergebnisse zeigen, dass 25–35% des Niederschlages vom Kronendach abgefangen werden. Das ist ein wesentlicher Teil der Gesamtverdunstung. Tatsächlich hält die immergrüne Kiefer deutlich mehr Niederschlag in der Krone zurück als die winterkahle Buche. Was bedeutet das für die Praxis? Greift man gezielt in die Baumartenverteilung ein, kann man damit beeinflussen, wie viel Niederschlag im Kronendach verdunstet. Wird der Mischbestand geschickt gewählt, fällt mehr Niederschlag auf den Waldboden, seine Feuchte nimmt zu. Dies wiederum nützt dem Wachstum der Bäume. In Kanistern wird hier aufgefangen, was am Stamm abfließt, immerhin bis zu 10% des Jahresniederschlages. Die Wissenschaftler erfassen das an unterschiedlichen Durchmessern mittels Kragen. Mitten im ausgedehnten Waldgebiet von Britz liegt unter Kiefern, Buchen, Lärchen und Douglasien der Kern der Versuchsstation. 9 Bodenbehälter, sogenannte Großlysimeter. Wie beeinflussen die Baumarten die Neubildung von Grundwasser? Wie die Verdunstung? Die Lysimeter haben eine Oberfläche von 100 Quadratmetern und sind 5 Meter tief. Den Hydrologen interessieren 2 Dinge: die Wassermenge, die im Boden versickert und zur Grundwasserneubildung beiträgt, und die Wassermenge, die die Bäume zum Wachsen nutzen. Dazu misst er die Saugspannung und die Bodenfeuchte. Die hydrologischen Messfelder sind so angelegt, dass sie sowohl den Kronentraufbereich als auch den stammnahen Bereich abdecken. In einem Messschacht wird in 5 Meter Tiefe die Sickerung mit einem Kippzähler erfasst. Um den Wasserverbrauch von kleinen Buchen und Eichen zu ermitteln, entwickelten die Wissenschaftler speziell wägbare Lysimeter. Diese bauten sie in Mischbestände aus Kiefern, Buchen und Eichen ein. Für die Buchen und Eichen, die in ungestörten Bodenmonolithen gewachsen sind, kann das Team den Wasserverbrauch durch Wägung mit einer Genauigkeit von 0,1 mm ermitteln. Wie wirkt die Witterung auf das Wachstum der Bäume? Je nach Wetterverlauf wächst der Stammdurchmesser einer Kiefer ca. einen halben bis 1 Zentimeter pro Jahr. Doch wie wachsen und haushalten Bäume, wenn ihnen kein Regenwasser zur Verfügung steht? Den totalen Trockenstress testet das Team an jungen Buchen. Hier wurde ein Lysimeter mit einer Haube abgedeckt. So lässt sich genau verfolgen, wie es sich auf die Verdunstung, das Dickenwachstum und das Blattwasserpotenzial auswirkt, wenn der Boden immer weiter austrocknet. Eine mögliche Folge des Klimawandels.